Ahoi und willkommen zurück. Das habe ich schon lange im Browser-Tab offen. Das letzte Kapitel dieser Dreier-Mitz-Watch-Episode von Ryan Stone. Red Pill-Beziehungen, was für manche natürlich völlig uninteressant ist. Für die Hardcore-MGTOW Black Pill Red Pill-Männer, die sagen, ja, Beziehung kommt für mich sowieso nicht in die Tüte. Kann ich total verstehen, sagte ich schon. Ich bin multifaktoral aufgestellt und möchte verschiedene Bereiche beleuchten, wie ihr wisst. Und das ist mir eine persönliche Leidenschaft, weil ich auf psychologische Puzzle stehe und die Tiefe einfach total schätze von Red Pill Beziehungen, weil sich hier Software, Hardware, alles miteinander mischt. Erwähnt an Praxisbeispielen. Ich denke, ich werde diese Reihe fortsetzen. Vielleicht eine die Woche oder so. Der hat unheimlich viele von diesen Mitzwatch-Episoden, wo immer Fallstudien aufgemacht werden. Und daran lernt man eigentlich am besten. Und dann daran werde ich versuchen, diese ganze Red Pill-Beziehungsthematik weiter zu erläutern. Ich suche mir dann die raus, die ich spannend finde persönlich. Ich mache jetzt keinen festen Rhythmus draus oder so. Ich weiß, dass manche, wie gesagt, das nicht interessiert. Mich interessiert es aber wahnsinnig, wegen der Tiefe, dem Lerneffekt. Da kann ich immer noch wahnsinnig. Also von ihm habe ich am meisten gelernt, muss ich echt sagen. Also das, wenn ich mir jetzt die ganze Red Pill-Thematik anschaue, ja, der Human ist ja ein ganz guter im Philosophiebereich, unheimlich spannender Mann. Mit dem bringe ich auch nochmal irgendwas. Na, jeder hat ja so Teilaspekte. Und hier kann man über Psychologie, was ja mein Steckenpferd ist, einfach am meisten lernen und Intimität und Psychologie. Deswegen werde ich ihn weiter, glaube ich, mal behandeln. Und ich weiß, er quatscht immer ein bisschen schwierig um die Ecke. Er ist schwer zu verstehen. Er ist auch scheiße schwer zu synchronisieren. Deswegen werde ich es weiter in dem Verfahren machen. Ich wurde schon gebeten, doch komplett zu synchronisieren, damit man sozusagen meine Geschichten als Podcast sozusagen hören kann. Ja, ich kann das Bedürfnis total verstehen und ich gebe mir ja Mühe und irgendwann kriege ich es auch mal hin. Für mich ist es halt ein wahnsinniger Aufwand, habe ich gemerkt, und anstrengend. Und wenn ich dann so viel kommentiere und dann immer Pause mache, sich das Bild nicht bewegt, ja, ist es sozusagen nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wenn ich es durchlaufen lassen würde mit einem sehr geringen Commentary, dann hätte man mehr fürs Auge. Wenn ich es jetzt komplett sozusagen synchronisiere und bewerte, dann ist es halt ein gutes Hörspiel, da muss man nicht hingucken. Schwieriger Spagat für mich an der Stelle. Gut, wir waren stehen geblieben. Er macht denn, das Schöne an diesen Aufzeichnungen ist, dass er immer noch so zwischendurch ein bisschen was erzählt. Er zeichnet sozusagen die Episoden auf, die kommen auch nochmal separat. Und er macht dann zwischendurch nochmal einen Zwischencommentary. Den lasse ich jetzt mal laufen. Ich weiß nicht, wie ich es schneide, damit es dann, wenn dann Aspekte kommen, die nicht interessant sind. Mal gucken. Es ist nicht mehr viel übersehen. Es ist 20 Minuten. Der letzte Fall ist jetzt auch nicht der spannendste von den dreien, aber man kann auch wieder was mitnehmen und ich möchte es einfach aus meinem Browser-Tab raus haben. Ich möchte das Thema hier abschließen, dieses Video. In diesem Sinne viel Spaß. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. All right, so I know you guys were probably here because, oh my God, he did the Jack Murphy video. That's so exciting. Oh my God, he did the Chick Talks. That's so exciting. Yeah. This is gonna be one of those beneficial bait and switch. We're here to do work, man. Ja, da spricht er einen ganz wichtigen Aspekt an. Er macht es nämlich wie ich mittlerweile. Ja. Er macht sozusagen hier Persönlichkeitsentwicklung und Red Pill in Beziehung und Psychologie. Alles wichtige Themen, aber er macht natürlich gerne mal wie ich TikToks, um sozusagen auch und Unterhaltung, damit auch andere Leute mal an das Thema rankommen. So sehe ich es eigentlich auch ein bisschen. Also wenn dann hier der eine oder andere hinkommt und sich köstlich amüsiert über meinen Quatsch, den ich gerne mache, den ich auch richtig von Herzen gerne mache und dann mal vielleicht an ein anderes Thema gerät, wo er was mitnehmen kann, denke ich, ist das keine schlechte Sache, außerdem erhöht es die Reichweite. Also da ticke ich auch ähnlich. We're here to break broken or fix broken men and fix broken relationships. Er ist aber dazu da, um kaputte Männer zu reparieren und kaputte Beziehungen. Das finde ich gut. That's it. We're swapping notes. And appreciate the energy you coming in here, but we got a really good, sweet bunch of guys here that have done a lot of work to keep their shit together. And so we're an autism-free zone. I call it soft artistic. So if you're a little... Wir sind eine autismusfreie Zone, ja. Also wir sind zur Selbstreflexion fähig und hauen uns nicht nur Memes um die Ohren, sondern gucken wir auch mal, dass wir gescheit was dazulernen. So würde ich es auch sehen. Pissed off right now that I don't get it. I want to talk shit about women. Why aren't you guys letting me? This ain't the place for it. We fix men here. Wir fix man hier. Hier ist nicht der Platz, um über Frauen herzuziehen. Ja, da hat er auch einen wahren Punkt. Ich mache das trotzdem ganz gerne. Also ich zeige gerne die extremen Kontraste. Und ich ziehe auch gerne ein bisschen über Frauen her. Ja, so ein bisschen Rage habe ich in mir. Manchmal kommt es halt raus bei manchen Beiträgen. Ja, ich bin nicht frei davon, von meinen Ego-Projektionen. Ja, aber es ist nie bösartig gemeint. Also ich hoffe, das ist zumindest klar. Sollte es auch nie
Also ganz so strikt wie er sie ist nicht, aber an sich finde ich den Punkt gut. And it's not, was somebody asking about a community? Why is the red pill not a community? It's not a community because you've seen how communities work. They're fucking garbage, man. Douchebag guys doing douchebag things in their war room of masculine excellence. Fuck that. Er steht nicht so auf Communities, wo dann gehatet wird und so. Ja, ein bisschen Hate auf dem Niveau gehört halt dazu, aber wenn man sich dann gegenseitig anfällt und so, das sollte alles nicht sein. Zivilisiert sollte das Ganze schon auch ablaufen, ja. We aren't chicks. We can't put us together in a sewing circle and make a Oprah book club. It's just not how guys work. I'm not your dad. I'm not your big brother. I'm not your guru. I'm not your coach. Neither is any of these guys. Ja, auch ein wahres Wort. Ich bin nicht dein Papa, ich bin auch nicht dein Bruder oder dein Guru oder irgendwas. Ihm geht es einfach um die Sache, finde ich eine coole Einstellung. Ja, wenn sich Leute sozusagen trotzdem bei mir was abschneiden wollen und meine Arbeit toll finden, dann ist das mir sozusagen, sehe ich ganz ähnlich wie er, eigentlich das schönste Kompliment, was man einem machen kann. Und helfen tue ich auch gerne, also. All these guys are guys that did some things, and some of it worked, and some of it didn't. Here's their stories. Take from it what you need, ignore what's left. If you get something out of it, that's great, but you're doing all the work yourself. Ja, die Arbeit müsst ihr selber machen. Was ihr euch rauszieht, liegt an euch. So welcome to the red pill they don't talk about on TV because everybody on TV is a grifting asshole. Und TV, damit ist natürlich gemeint die Mainstream Red Pill, wenn es dann sowas gibt. Also so innerhalb dieses Spektrums, ja, die sozusagen nur mit Knall- und Schalleffekten, mit Red Meat, was ich auch gerne tue, ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Darum soll es eigentlich, wenn wir tiefer gucken, nicht gehen. Bin ich auch an Bord. Ich sehe es halt ein bisschen vom Unterhaltungsfaktor, wie ich schon sagte. Kann man definitiv machen. Ich liebe auch diese Videos konsumieren von, muss ich ehrlich zugeben, ja, wie diese TikToks oder so, haben ja andere auch schon gesagt, oh Gott, das ist so wie Guilty Pleasure, sagt man im Englischen, also so wie es, wenn man sich Soaps anguckt oder so ein Quatsch oder irgendwie schreiende Menschen im Fernsehen. Hat ja auch was für sich, also warum auch nicht dazu stehen? That was a little harsh, but whatever. It's true. Yeah, so Jeff, you kind of got a point. It varies how much people view and utilize it. Yeah, this is never going to be a community or an ideology. When Rollo says it's a praxeology, this is what we're talking about. I just gave you a bunch of tools. Like the first episode I recorded was... Ja, er sagt, Praxeologie ist es, sage ich auch immer wieder, keine Ideologie. Wir sind nicht die Feministen sozusagen. Wir setzen uns hier zusammen, tauschen unsere Informationen aus, versuchen ein besserer Mann zu werden. Ja, und darum soll es primär gehen. A guy who's terrified of his wife's emotions, and she's a basket case, and he has bad parenting issues that he has to deal with. How do you deal with that stuff? Ja, er erwähnt die erste Episode. Ja, klar, ne? Der Typ mit dem Märtyrerkomplex, der eine völlig kranke Frau geheiratet hat. Well, here's what he can do. Here's what worked for Jack. Try it and see what happens. Next one here, again, a guy who doesn't know how to be attractive. A guy who doesn't know how to have game. And here's the stuff that works for him. Der zweite hatten wir auch, der eigentlich sich alles schon abgeschaut hat, aber nicht weiß, wie man sich als Mann attraktiv verhält und nicht so gut gamen kann. Ja. Und dem kann man eben so helfen mit anderen Punkten. Try this out. The next one, you're going to love this too. It's about a wife reliving her dad's battles and daddy issues. Ja, und das jetzt spielt auf den dritten Fall an, der gleich losgeht. Ja. Die Daddy-Issues mal in Aktion, in so einem Beziehungskontext aus einer Story heraus. Ja. Sehr spannend. It's going to be another set of tools. Will this one apply to you? I don't know. But I will say this. Every guy who's ever seen these mids watches and read these reports will always say either I see me in that story or I have a really good friend or a family member who is exactly like that guy in the story. So ja, er spricht an, dass man das ja nicht nur bei sich, sondern vielleicht auch im Umfeld wiedererkennt. Also Männer kategorisieren ja ganz gerne, bilden Schematas, ne, und analysieren. Und Frauen ist das dann manchmal ein bisschen fremd, weil es fühlt sich ja falsch an und es muss ja alles mit Gefühl zusammenhängen. Nein. Wenn man genug von diesen Notes, die er beschreibt, zusammenfügt, dann ergibt sich ein sehr, sehr genaues Bild und man kann wirklich die Dinge auch immer wieder drüberlegen. Das Einzige, was natürlich schieflaufen kann, ist die Analyse von der einen oder anderen Situation, weil es ja ein multifaktorales Problem ist. Was hat die Alte für eine Kindheit? Was hat sie wieder für Probleme am Laufen? Was hat er für Probleme am Laufen? Was ist mit den evolutionspsychologischen Dynamiken? Was ist mit den Software-Dynamiken, mit dem Bindungsschema, mit den Umständen? Also, wie gesagt, ein Puzzle eigentlich und ich liebe Puzzle. Of all these things, they're going to apply to one of you guys. Ryan's like the Mike Patton of the Manosphere. I hope that's a good thing. Mike Patton didn't kill anybody, did he? Wer Mike Patton ist, kann ich nicht sagen. Never mind the tourist. Hey, you know what? Everybody's a tourist at one point. Everybody's new.
For all you new guys, just sit down, enjoy yourselves. I think you'll like it. Again, it's not the outrage you were expecting, but it's the wisdom you deserve. Ja, es geht um Weisheit und nicht um rotes Fleisch, sagt er jetzt nochmal. Das ist ihm auf jeden Fall wichtig, mir auch. Ich, wie gesagt, sehe es halt beides als interessant an. Now, where did it go? There she is. This one I had to do some hunting because the guy did the typical thing where he deleted it. So you're going to figure out what you want, how to get yourself there. Enjoy the night. Okay, so last episode, and then we'll chill more and chat, and then we are done. Have you ever seen a field report where the guy becomes the living manifestation of a wife's daddy issues? Well, you're about to. Welcome, another Mids Watch. I've been recording these things all New Year's, hoping to enjoy myself after it's done. I figured you guys would have fun with this one. I had to do some hunting because it's typical of married red pill guys. They come in with their one post, they don't act on anything, and they delete their account and run off and go back to their lives of quiet misery. But hopefully, you can learn something from it. This one is Wife is Reliving Her Dad's Battles, and it's from a guy, Married Red Pill Cowboy, which refreshingly enough didn't... Married Red Pill Cowboy heißt der Typ mit der Frau mit den Daddy-Issues. An den Namen kann man auch schon mal ganz viel ablesen. Er hat immer diesen Running Gag, wenn der Typ sich Alpha as Wolf nennt, weiß man schon, wessen Geisteskind er ist, oder wenn er ankommt und sagt MGTOW 335, weiß er auch immer schon, was kommt, wenn die Leute sich eben mit ihren Ideen zu sehr identifizieren und die Ego-Investments in Ideen haben. And call himself an alpha wolf, which is usually your first hint that one of these guys is going to be a complete ridiculous nonsense man. But to start with this, I witnessed my eldest daughter at 7 do something horrific to my other 2 daughters who are 2 and 4. Yesterday, and I was disciplining her, sent her to a room, revoked her privileges. The oldest daughter can also be a real shit with scratching and biting, running away when being disciplined. So, er redet über seine 3 Töchter und die älteste 7 hat die anderen 2 geärgert anscheinend und er hat ihr jetzt mal die Grenzen gezeigt, wie er es als Vater muss. Sie ist anscheinend auch eine ziemliche Handvoll Arbeit. Anyways, the problem is that my wife constantly jumps in and defends her and downplays the shit she's been up to. Und die Frau kommt jetzt immer an und verteidigt das schlechte Verhalten der ältesten Tochter. Das ist das Verdächtige. So instead of disciplining the eldest, I'm dealing with a clueless wife who has stuck herself in the middle and is denying any of the stuff that just happened in front of my eyes and saying it didn't actually happen. Ja, und sie geht praktisch dazwischen und hat das alles gesehen und ignoriert das völlig. Und das kann er nicht verstehen. The daughter uses this dynamic to deliberately get away with everything. Now, my wife's behavior is so ridiculous that I've finally had enough. So later. Ja, das Verhalten der Frau ist ihm so dämlich, dass er langsam die Schnauze voll hat. Und das kann ja nicht normal sein. Vor allen Dingen ist das, sage ich jetzt mal von der Meta sowieso immer, schlechte Eltern müssen immer ein Konzept verfolgen, ein Team sein. Ja, das ist immer ganz wichtig, wenn da Mixed Messages kommen von beiden Seiten. Bietet das Tür und Tor dafür, so ein Verhalten zu fördern letztendlich. Also absolut begründet hier mal, sich zu fragen, warum das so ist. Later in the evening, I start a conversation, talk about this, have any suggestions? Oh, if you don't like how I'm doing it, how would you rather I did it? She's a stay-at-home mom with 3. So, er geht hin und macht es, wie ich es auch machen würde, ja, wie ein deduktiver Problemlöser. Wir setzen uns zusammen hin, reden offen über die Dinge, offene Kommunikation, kein BS. Alles klar, gerade in der Kindeserziehung kann man sich Feels for Reals einfach auch nicht leisten. Da muss man die Frau sozusagen, wie ich in diesem Safe-Zone-Geschichte gesagt habe, auch in die offene Kommunikation ziehen und die da rein zwingen, damit wir auf einer Ebene uns unterhalten. 3 young kids, so I figure my approach must conflict with what she's trying to do, and maybe she has some suggestions. The conversation was clueless or useless. No actual advice other than just don't do that. I'm like, it's helpful, thanks. And the interesting part is that it sort of came out that in my discipline style is identical to her dad's. So now I think she's deciding to refight her dad on all these old battles through me. Interessant. Und er ist drauf gekommen, dass er das Mädchen so diszipliniert, leider sagt er nicht wie ihr Vater sie diszipliniert hat. Also ich nehme mal an, nicht physische Gewalt, das schließe ich erstmal aus. Und dass das bei ihr was ausgelöst hat. And at least I think that fits my wife's behavior in these situations very well. I don't think I noticed that my wife has decided on her dad and fighting a war by proxy mentioned in the sidebar readings, but maybe I wasn't sensitive to that angle. Can anybody suggest something that might help? So, und jetzt fragt er das Forum, in dem er aktiv war, was kann man denn da machen? Daddy issues. Literal daddy issues, huh? So there's some very obvious stuff screaming out, but I'll get to that in the field report. We'll cut to it there. Yeah, your wife jumping in is just bad parenting. It's like parenting 101. Don't undermine the other parent.
Ja, hatte ich gerade gesagt. Also das ist das Schlimmste, was du beim Parenting, bei der Erziehung machen And kannst. that's a hard boundary. If she Und ist eine harte Boundary. Ja, has a problem with any discipline you're giving, she should shut up, wait for a private moment, and then talk to you about it. genau. So läuft es nämlich in der Regel. Ja, okay, lass den anderen machen, sein Ding durchziehen und dann könnt ihr das hinterher besprechen. So for all you asses that are terrified of divorce messing up your kids, I want you to think about this. Ja, und jetzt spricht er genau das Problem an, gesellschaftlich betrachtet auch. Die Frau hat dich praktisch ja in der Hand, sobald sie mit dir verheiratet ist quasi und Kinder hat, kann sie ja immer die Kinder nehmen und gehen, ja, aus einer Laune heraus, ja, feels before reals, ja, weil sie ihre Daddy-Issues triggern und was soll er machen an der Stelle? Da sehen wir auf der Meta das gesellschaftliche Problem, dass der Mann sozusagen keine Autorität mehr hat über die Frau. Und das ist so das Problem, wenn Frauchen eben durchdreht und nicht zurechnungsfähig ist. Geht es dann vor Gericht, kann sie ja mal das Opfer spielen, dann kommt der Gamma-Bias ins Spiel, dann kriegt sie die Kinder, das Haus, alles weitere. Und diese ganzen Thematiken würden vor Gericht gar nicht beleuchtet werden, dass die Frau durchdreht, dass die sich völlig fehlverhält an der Stelle. So, das würde alles keine Rolle spielen, weil Juristerei keine Psychologie ist. Und deswegen ist dieser Bereich auch so wichtig, weil du brauchst, wenn du in dieser Verwicklung drin bist, brauchst du das Fernwerkzeug. Ja, was willst du sonst machen? Ja, wie willst du die harte Grenze einziehen an der Stelle? Deswegen sehr interessant. Placating your wife and surrendering common sense boundaries like don't directly contradict and undermine me in front of the kids will fuck your kids up more than your divorce ever could. Und er sagt es sogar noch deutlicher, das kann in der Erziehung dein Kind noch mehr zerstören, eigentlich als vielleicht die Scheidung es zerstören könnte. Dann bist du vor dieser Entscheidung, ja, entweder die ganze Familie zu zerstören, die Kernfamilie, wo ich absolut dagegen wäre, oder eben das Kind total verzogen zu lassen, weil deine Frau sich selbst nicht reflektiert, vielleicht unzugänglich ist an der Stelle. Ich möchte, das passiert hunderttausende Male, ja, das ist ja das Schlimme. Vielleicht bin ich dann Chauvi, aber Frauen sind mit ihrer emotionalen Wahrnehmung häufig nicht zurechnungsfähig, ja, wenn die ihre eigenen psychischen Mechanismen nicht durchleuchtet haben und auf dem Film sind, kannst du vergessen sozusagen, ja, da sind Frauen für mich zum Teil unzurechnungsfähig. An vielen Stellen habe ich so oft erlebt gesehen. Und deswegen ist es gefährlich, ihnen so viel Autorität zu geben auf der juristischen Ebene, ja, auch wenn jetzt alle aufschreien werden und sagen, wohin war es? Klar gibt es auch den umgekehrten Fall, wo der Mann, wie in dem feministischen Klischee, dann der Böse ist oder so, wie sie es ja immer auch aufziehen wollen. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall, meiner Meinung nach. Aber hier bin ich halt gefärbt. I'm not advocating going nuclear every time it happens, but your attitude should be more than, sigh, there goes our hamster again. She never thinks about our daughter and she never thinks she can do anything wrong. Er macht die Dichotomie auf, ja, entweder nuklear zu gehen, also richtig auszurasten, oder eben das beta-mäßig passieren zu lassen, jetzt mal alpha-beta-mäßig. Wo ist jetzt die Lösung? Spannend, ich bin auch gespannt. Like, seriously, does your wife actually give you shit about your opinion when it comes to parenting? No? Well, maybe that's a bigger problem than your sex life, so think about that. Anyways, back to the op. So you've had enough, and you sat down with your wife and presumably said, I don't like it when you contradict me. Clearly, I respond with discipline in a way you don't like, so what can I do to stop getting this reaction from you? It's like, yeah, but no. Ja, genauso geht der deduktive Problemlöser ran. Genauso wie er es beschreibt. Pass auf, so und so, das ist nicht okay. Was ist los? Ne, wie ein Mann denkt halt. Ja, okay. Jetzt können wir doch mal overt rational über das Problem reden. Oh, ja, mit manchen funktioniert das, aber ich bin gespannt. I get this is some good active listener communication bullshit you probably learned in a workplace management seminar, but this screams of a husband who's essentially afraid of his wife's defensiveness. Ja, es schreit, sagt er wieder, er sucht das Problem immer beim Mann, er will den Mann reparieren und sagt, der ist anscheinend wieder in Angst vor ihren Gefühlen. Und wenn er dann so ein starkes Abwehrverhalten zeigt, ja, wäre ich auch an Bord. It's useful to get some inkling that your discipline reminds her of her father, in so much as it tells you she doesn't have the emotional maturity to develop some mental models beyond those she learned in her formative experiences. Ja, das ist letztlich die analytische Antwort. Sie hat keine Therapie gemacht, sie hat sich nicht weiterentwickelt, hat keine mentalen Modelle, die über das Kindchenschema hinausgehen. Das ist offenkundig. Oh my God. Did Ryan and Jack just reference the women are the most responsible teenager in the house reference from the MGTOWs? Oh ja, er spricht das an. Ne? Die MGTOWs sagen es gerne, ich sage es auch. Die Frau ist häufig das älteste Kind im Haushalt. Ja, und in dem Fall stimmt es ja mal 100%. Auch wenn er so ein bisschen sich damit schwer tut, das zuzugeben. Ich würde sagen, es ist häufig so. Yeah, we did. Everybody's always mad that we think women are children, but this is the kind of stuff we're talking about here, so heaven forbid you understood what the heck we're talking about, but welcome to the conversation. Ja,
Genau, da sieht man es. Ich erwähnte mal die emotionale Reife. Von der Skala bis 1 bis 6 erreichen Frauen ganz, ganz selten nur 5. Ja, wie gesagt, ich erwähnte den Solipsismus, das kindliche Ich-Bewusstsein, die emotionale Dysregulation. Ich könnte die ganze Neurologie drüberlegen und sagen, ja, Frauen sind an manchen Stellen, gerade wenn psychologische Softwaregeschichten noch dazukommen, große Kinder, die dann aber die Autorität der Männer haben wollen, sozusagen, oder noch mehr über das hinaus. Ja, und das Opfer spielen können. Und also ich will nicht die ganze Kette aufmachen aus der Red Pill und aus meinen Videos ist das, glaube ich, bekannt, wie ich dazu stehe. Und wie gesagt, wie immer nicht alle, ja, für die nicht alle Polizei. He's like, yeah. So because saying, I guess I react badly because this is what dad used to do and I didn't like that is a bullshit response, if you don't follow that up with thoughts like, is my husband behaving identically to my father or just similar? And what exactly was negative about what my father used to do? Is it possible that my husband is not actually expressing himself in that same negative way, despite his behavior seeming cosmetically so? Is that negative expression objectively bad, or just something that she found distasteful? Is it only distasteful because she has a low opinion of him, or is there from other reasons? So, diese Fragen, die er jetzt alle durch hat, würde ein Therapeut stellen an Sie eigentlich. Ja? Das müsste sie sozusagen reflektieren, wenn sie an sich arbeitet. And then, given being married to a man that has similarities to the father is the most fucking cliched thing in his book, what does that say about my decisions and my thinking? And given we have 3 daughters and they'll be just as likely to bake their own mental models about men from him, how can he make sure to support the kids and give them a stable foundation for their future relationship? But no, your wife is going to spend any time thinking about any of that? No. Ja, und eigentlich muss er sich Gedanken machen, dass seine Töchter nicht verzogen werden. Und eigentlich müsste sie ihn unterstützen, auf der Ratio-Ebene, alles klar, Logo, ja. Und eigentlich, und das ist das Traurige, ja, weil sie so in ihrer Emotion und ihrem mentalen Modell gefangen ist, reproduziert sie unter Umständen genau das, was sie eigentlich ablehnt. Ja, das ist die traurige Ironie auf der Meta. Which is why conversations like you just had are pointless. She doesn't give 2 shits about your opinion on parenting if it's different from hers. Ja, genau. Diese ganze Konversation, overt, ist ihr völlig wurscht, weil sie in Emotionen gefangen ist, meiner Meinung nach, und eben ein großes, bockiges Kind ist, was seine Kindheit nicht aufgearbeitet hat. And she doesn't even care to deconstruct why that is. She's literally expecting you to operate in her frame and expects you to stop being annoying and shut up whenever you raise the question on why you'd want to do that. Genau, das ist, was sie erwartet aus ihrem kindlichen Ich-Bewusstsein, aus ihrer Feels Before Reals Wahrnehmung. Du hast einfach das so zu machen, wie ich das sehe, weil ich fühle das so. So, das wird ihr Standpunkt sein, garantiert. Habe ich in anderen Varianten auch 100-mal gesehen. Deswegen erster Offizier und Kapitän so wichtig, wenn eine Frau nicht die Position des ersten Offiziers einnimmt. Die 3 betrunkenen Kapitäne der Red Pill ist auch eins seiner Konzepte. Das stelle ich nochmal separat vor, sehr interessant. Dann hast du von vornherein die falsche Frau gewählt, um eine Familie zu gründen, kann ich nur sagen. Ja, Überstellung nicht gewährleistet. So eine, mit der Kinder kriegen, vergiss es. Da war sein Fehler, wenn wir jetzt mal, man soll die Fehler immer die Eigenanteile suchen, da war sein Fehler. Falsch ausgesucht. The correct answer is not to read books on how to argue with your wife. It's not that blue pill Disney fantasy. It's not that communication is the problem to solve and on that Dr. Oz or bullshit there. Ja, Kommunikation würde hier an der Stelle nichts lösen. Da wären wir wieder, warum Paartherapie nutzlos ist an der Stelle. By challenging you out of some misguided association with her father is not the answer. If you're going to go down the road of overt communication, some recommend that it's always too much verba in related to your acta. Acta non verba, by the way, is the motto. Ja, seine Lösung ist wie immer auch aus dem Grundmodell Red Pill in Beziehung bekannt, dass das Verhalten immer entscheidend ist und nicht die overte Kommunikation. Da hatte ich genug zu gesagt. Ich glaube, in 1.6, glaube ich, das sollte sich jeder mal anschauen, Grundlagen von Red Pill in Beziehung. Of the married red pill. Stop talking and start acting. Well, then you need to challenge the entire premise. What your wife does is deeply damaging. It needs to stop. It will stop one way or the other because you probably won't have much interest in co-parenting with somebody who does this. Ja, die Notwendigkeit, dass das aufhören muss, ist klar. And your wife will be defensive and aggravated, but that's not your problem. Your problem is living in a household with a wife that shit tests you and a daughter that shit tests you and a wife who shit tests you when you don't let your daughter shit test you. This is literally what's happening. Man nennt es auch Clusterfuck im Englisch. Da ist eine Frau, die shit testet, eine Tochter, die shit testet und Frau, die shit testet, wenn deine Tochter dich shit testet. Shit-Test. Meine Güte, ist ja eine schöne Möglichkeit, sich zu versprechen. I'm not saying
This is to get your boxer briefs in a knot and get you all worked up. It's mostly just projecting my own feelings of parenting that he witnesses in his friends and family. You know, stay-at-home mom feels like she could trivially undermine her husband because she's the one that actually raises the kids, but doesn't set any fucking boundaries or discipline because she's too exhausted chasing after 3 of them between games of Angry Birds and scrolling through Facebook. Ja, jetzt überzieht er ein bisschen, klar. Ja, Stay-at-home-Mom halt, die denkt, sie ist für die Erziehung zuständig, sich aber überhaupt nicht reflektieren kann und ihn als Oberhaupt der Familie nicht respektiert und seine Position, um Grenzen zu setzen, ist seine Aufgabe. Ja, Augenhöhe, sage ich nur und so, ja. This structural situation is the crux of the problem and has little or anything to do with any mean words her father said. Jack's like, I'm saying all this because I want to give you the context you may need with everybody else on Married Red Pill when everybody here and their dog tells you to stop operating in your wife's frame. And you are, but this involved things like kids and discipline. So the whole initiate sex and renew your passport and takes a 6 months vacation to Thailand if she turns you down maybe isn't the applicable playbook here. Er sagt's nochmal, ja klar, wenn du jetzt keine Kinder hättest, könntest du das Ding voll durchziehen und nach Thailand fliegen oder sagen, hier hauste, bauste. Klar, kannst du nicht wegen den Kindern. Ja, er operiert, sagt er, in ihrem Frame, weil sie hat eigentlich die Hosen an, anscheinend in dem Zusammenhang, ja, gerade was die Kindererziehung angeht. Und respektiert ihn null, warum auch immer, wo es auch immer herkommt. Oddly specific. I don't know where the Thailand thing came from, but whatever. So you're going to have to figure out a way to be more physically present around your kids. If you work long hours, have a long commute, you may be spending too much time as, a stern disciplinarian, when actually erodes your authority over time anyway, since you come across as the clueless school principal that all the kids know is clueless enough to be fooled anyway with a few minutes of good behavior. Set up some dad time with your kids. Don't worry about your wife's bullshit. Hier erkenne ich mich auch wieder, der Schuldirektor, der Wert sozusagen die Regeln aufstellt und sagt, so müssten wir uns doch verhalten. Ja, ich bin genauso, schrecklich. Und dann nickt sie vielleicht in einem guten Moment, wenn sie gerade nicht so emotional ist und dann passiert dasselbe wieder, weil du sozusagen im Verhalten nicht das zeigst, was du mit den Worten ausdrückst. Because she won't be there. Likewise, if your eldest daughter is doing the same mean girls bullying shit already, then you need to get her involved in something else around the house. Your daughter may just be craving more interaction with the kids in the peer group, and she has bigger issues. So you want to calibrate your parenting based on those other kids, maybe not, but you don't want a tunnel vision that your kid's shit never stinks while your wife is more than happy to. So realize everything in the last couple paragraphs have nothing to do with your wife. If she refuses to communicate, like an adult when it comes to parenting, that's not your job to pick out whatever fragments of insight she may have thrown out. If you have an academic background, it's tempting to bury your head in some knowledge of an area you're struggling to get answers to, but you're not Sherlock Holmes. You're not trying to deduce your wife's bullshit. You have a family to lead, so lead it. And if your wife can't fucking communicate about parenting, that's her problem. And it's goddamn elementary, Watson. It's a nice quick one. I think this is one. Ja, also, man kann das nicht alles akademisch lösen, sozusagen, sagt er. Gerade viele Probleme sieht er wieder beim Mann, ja, weil er immer 80-90% in der Verantwortung steht, damit eine Beziehung, eine Familie funktioniert. One of those times where the guy kind of needs the tough love thing. So here's the thing. Parenting 101. Don't undermine the kids in front of the other parent. Every parent knows this. Every parent has talked about this. I am tired of seeing power dads talk about being your kid's best friend shit. Ja, er sagt, er kann die Helikopter-Power-Väter nicht verstehen, die keine Grenzen setzen und der beste Freund des Kindes sein wollen, das Kind parentifizieren. I've just been a dad for 6 months now. It's like, dude, I may not be like the 20-year veteran of parenting right now, but I know a lot of dads who are, and they've told me all about this, and it's common as shit. And all you got to do is listen. The problem with the wife undermining your boundaries isn't that she's undermining your boundaries. It's that you're allowing her to. Ja, er sagt, das ist das Problem, dass sie deine Grenzen untergräbt und deine Autorität ist nicht das Ding, sondern dass du es durchgehen lässt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du es nicht durchgehen lässt, damit wir mal zur Lösung des Problems kommen. And he wants to know about what should I read? Again, it's the basic stuff, man. It's assertiveness training. It's when I say no, I feel guilty. It's Ja, das Buch mache ich vielleicht auch noch, wenn ich Nein sage, fühle ich mich schuldig. Durchsetzungsfähigkeitstraining, sagt er. It's no more Mr. Nice Guy. It's No more Mr. Nice Guy, natürlich auch wichtig an der Stelle. Ja, du bist sozusagen, du läufst auf Eierschalen, das Grundproblem immer, du willst es ihr recht machen. Ja, all diese Dynamiken, die wir schon kennen. set your boundaries, establish them. Again, you only have 3 ways to enforce them. Pull your attention, pull your affection, pull your commitment. Genau das, was im Grundlagenteil auch genannt wurde. Ja, also deine Aufmerksamkeit entziehen quasi, deine Treue.
was war das dritte? Deine Zuwendung, hatte ich es übersetzt, ja. Das sind deine Hebel, nutze sie. Knallhart. Commensurate with the strength of the boundary crossing. And those boundaries only have merit if you have a high SMV. So that's where the working out stuff comes. Und natürlich haben deine Grenzen und der Entzug dieser 3 Dinge nur Wert, wenn du in ihren Augen den entsprechenden Wert hast. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist das Red Pill-Element eben in jeder Anziehungsdynamik. Wobei dein SMV eben sich durch deine Frau in dem Fall definiert. Das muss man natürlich immer dazu sehen. Wenn sie hohen Wert in gewissen Dingen sieht, dann kannst du da sozusagen mehr tun. Wenn sie nicht so sehr Wert aufs Körperliche legt, dann wird es jetzt nicht so viel ändern, wird immer was ändern, wenn du jetzt dich körperlich verbesserst. Wenn sie sehr viel Wert auf Geld legt, dann wird das für sie den höchsten Autoritätsgewinn sozusagen bedeuten, du kannst sozusagen deine Autorität, die du als Mann nicht mehr durchsetzen kannst, nur noch durch die Erhöhung deines Werts in ihren Augen erhöhen. Ja, das verschafft dir sozusagen die instinktive Autorität, wenn wir so wollen. Comes in, but just here. So the next time your parent starts doing that kind of stuff to you, you just remember it's another teenager in the house, the most responsible teenager in the house. Don't let them get away with this stuff and realize that she's not on your team. Sie ist nicht in deinem Team, ganz bestimmt nicht. Und das ist das Traurige eigentlich, weil man immer hier kooperativ Augenhöhe und so. Nee. Häufig spielt die Frau nicht in deinem Team und ist das älteste Kind im Haus. Ja, genau. Ja. Wie disziplinierst du jetzt das älteste Kind im Haus? Da bin ich gespannt. Wife is never on your team. Don't think about it like you're on the same team. You have the same values. You have the same thing. Again, he's thinking about how to raise the kids without fucking them up for life. She's thinking, I hate my dad. Is that sound like the same team to you? No. Es hört sich das wie das gleiche Team an. Er denkt fürs Team, die Familie, und sie denkt in ihrem kleinen emotionalen Daddy-Issue-Thema, Feels before Reals. Hört sich nicht an, als ob die im gleichen Team spielen. Ja, absolut nicht. Und so viele Ehen spielen sie nicht im gleichen Team. Das ist, ich glaube, den meisten Ehen so. And that's why none of this has to do with the wife. If you're worried that the wife's going to mess up the kids with their stupid mental models, well, you got 2 choices. Go parent your kids the way you think they should be parented. Or treat your wife like a Swiss watch. Break it down. Find all the 15 different reasons that possibly you can fix some things, and then maybe you can fix it. So, das wäre jetzt ich. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du ziehst dein Ding durch deine Linie und lässt dich nicht untergraben, zeigst Stärke, Alpha-Autorität und gehst eben in die Vollen. Oder das wäre jetzt mein Weg, ne? Wie eine Schweizer Uhr, da kommt das Puzzle ins Spiel. Ich nehme sie komplett auseinander, bis ich ihre Daddy-Issues habe. Dann versuche ich sie sozusagen zu therapieren. Und vielleicht klappt das ja auch. Also es hat auch schon mal geklappt hier und da. Kann man ja Verbesserungen erzielen, aber... It's like, no. She is not part of the plan. She may not be on the same team as you, but she's going to get with the program. And if she doesn't, start raising the kids as if she doesn't exist. And that's kind of where Jack is going with this one. Ja, entweder sie akzeptiert deine Autorität, die du natürlich auch arbeiten musst, mit den genannten Faktoren, oder du tust so, als ob sie nicht existiert. Interessanter Punkt. If your kid has some bad parenting models because she lets mom give her all these things and crosses these boundaries and puts a wedge between you, well, go raise the kids. Well, I work so much. I don't have time for this. Well, do you need to? Like, picture this. You're that guy working 80 hours a week to put food on the table, to put them in a nice house, to get them in the best schools. What happens? Your wife raises the kids to be little monsters. She divorces you anyway because she doesn't feel loved, and now you're paying child support. Now what happens? Well, the courts are like, well, since you spent all this time earning money and she spent all this time parenting, you can pay child support and she can do parenting. Danke. Er spricht das an, was dann realistisch passiert. Ja, sie fühlt sich nicht geliebt. Ja, nimmt die Kinder deine Kohle und sagt, danke, du darfst weiter bezahlen. Ja, das ist dann, was dann in Realität aus so einem Fall passiert, auch wenn die Probleme die Schuld, wenn wir so von Schuld überdrehen wollen, ganz klar auf ihrer Seite liegen. Ja, aber darum gibt das Gericht nichts, hatte ich schon vorhin gesagt. Thanks, guys. We're just going to keep things on the status quo. So now not only are you a workaholic, and not only are your kids fucked up, but you're also paying handsomely for the privilege. Consider this. Das passiert so vielen, ja. Das ist genau das Modell, was so vielen passiert. Downgrade your house. Downgrade the amount of work you're doing. Set your sights at your corporate job a little bit lower. But, raise your kids to a standard you like. So that way, if you're worried that mom's going to fuck them up, it's not your concern. Because good dad is there. Good dad is there to let the kids know, hey, I got you. Ja, das ist ein sehr psychologisch interessanter Punkt. Ja, also sozusagen dann eben doch mehr Zeit zu Hause verbringen, doch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, zum Wohl seiner Kinder auf seine Karriere sogar verzichten und dann eben wenigstens, wenn sie schon nicht im selben Team arbeitet, alles dagegen tun und der beste Papa sein, der Anker, ja, die Eiche für die Kinder, ja, und sein Ding komplett durchziehen, gegen die Frau, scheißegal.
und alles zu retten, was zu retten ist. So krank ist die Welt, ja, dass man so eine Strategie fahren muss eigentlich. Ich finde diesen Fall trotzdem, jetzt wo ich ihn nochmal gehört habe, richtig bezeichnend für euch. Für so viele. In diesem Dilemma stecken sehr, sehr viele. So this way you won't have to be fucked up. And 10 years from now, you got to go pick up a copy of Rational Mail to learn what to do. Like, I got this. You may not have the nicest house. They might not have the nicest clothes. They may get bullied at school for having shabby shoes. But you know what? When they become adults, they're not going to be fucked up. Ja, sie werden vielleicht nicht so von deinem Geld profitieren, werden vielleicht sozial nicht so akzeptiert, weil sie nicht die tollsten Schuhe haben, aber wenigstens sind sie psychologisch keine Krüppel. Ja, das ist eigentlich ein Heldenakt, wenn du als Vater diese Entscheidung triffst an der Stelle, ja, gegen die eigene Frau. So just remember that. Talk about your goals and realize the way you act needs to reflect on what you're trying to do. And in this case, the guy's saying he wants to raise his family, be happy and healthy. So he needs to start acting according to those goals and not expecting the whole world to accommodate it because he thinks it's a nice idea. Ja, da kommen wir wieder zum Kernpunkt. Dein Verhalten muss kongruent sein mit deinen Ansagen, ja. Nur dann kommt es auch im Unbewussten an. Anyways, this is a quick one. There's nothing much to it. Hope you guys enjoyed yourselves. I'll catch you guys on the next one. Cheers. So, ich werde den Nachtext jetzt nicht weitermachen. Die Episode ist schon lang genug. Ich glaube, da kam auch nichts mehr so Interessantes. Da redet er noch ein bisschen mit dem Chat. Ich fand eine gute Episode trotz allem. Nicht so psychologisch tief wie der Märtyrerkomplex oder die zweite Geschichte, wie man sich als Mann attraktiv verhält. Die Probleme sind halt echt vielschichtig. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet gedanklich was mitnehmen. Meine Arbeit endet hier, eure beginnt jetzt. Unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.